So langsam kriege ich das Gefühl, ich gefällt es nicht, wenn ich 5 Stunden lang das gleiche mache. Gibt keine Fischis. Also ein Shark ist für dich ein Fischi. Ich war so deprimiert, ganz traurig und allein. Ich möchte Buster sein bei den Fischilein. Weiter kann ich nicht singen. Twitch won't allowed. Von Magus bekomme ich immer einen flotten Otto, daher sind Fischstäbchen ganz gut. Wirklich niemand hier wollte das wissen, Sir. Ich spreche hier wirklich für jeden Anwesenden, dass das hier niemand wissen wollte. Sir. Entscheide dich einfach für eine Klasse und dann entweder kaufst du dir halt einen Reskill oder du lebst halt damit, dass du ein paar Skills erst später haben wirst. Es ist sowieso so, dass du nicht alle Skills zwingend brauchst. Also viele Sachen sind Luxus. Also jeden Skill Max zu haben bei Elementor ist definitiv Luxus. Wichtig sind halt die Earth Mastery, Water Mastery, Earthquake, Poison Cloud. Das sind eigentlich so die wichtigsten, neben Blinkpool natürlich. Und alle anderen Skills reichen und Masteries reichen grundsätzlich erstmal auf 1. Und dann maxt man halt als nächstes die man halt auch häufig benutzt. Aber ja. Feiertag, Karis? Yep. Es war Feiertag. Ich habe eine Playstation geschenkt bekommen zum Feiertag. Was habt ihr heute so geschenkt bekommen? Was waren eure Geschenke heute? Also ich habe eine Playstation bekommen. Playstation 5. Was habt ihr geschenkt bekommen? Ja, nur um das richtig zu verstehen, Bo, du hast gerade gesagt, du willst Bouncing the Boobs. Hast du gerade gesagt, du verlangst von Flight Universe, dass es Bouncing the Boobies gibt in dem Game? Sir. Did I hear that right? Sir. Stell dir vor, es gäbe spezielle NPC, die häufig gefarmte Gegenstände wie CW-Ringe plus 1 für einen festen Wert abkaufen würden. Wäre eine Methode von den Entwicklern, die Preise im Game zu stabilisieren und Equipment wertvoll zu halten. Aber es ist doch so. CW-Ringe kannst du beim NPC für 200.000 Penya verkaufen. Also Vigor-Ring Clean oder Vigor-Ring plus 1 ist beim NPC 600 Penya wert. Strente plus 1 ist beim NPC 150.000 Penya wert oder so. Oder 250.000. Irgendwas in dem Bereich. Ich glaube 150.000. Also, wenn du es so siehst, ist es so. Das ist schon so. Es ist halt, I guess, zu wenig. Also da fände ich tatsächlich die Idee cooler, weil, also Penya ist immer schwierig, Mr. Perfect, weil also für feste Penya-Werte musst du halt immer überlegen, was ist halt bei einem neuen Update, wo man zum Beispiel für irgendwas jetzt plötzlich sehr viel Penya braucht, für irgendeine neue Mechanik. Oder halt einfach neue Levelgebiete, höheres Equipment, höhere NPC-Waffen droppen, es kommt einfach mehr Penya ins Spiel. Also wenn du direkt Penya an die Spieler verteilst, musst du halt immer so viel anderes bedenken. Das heißt, klüger wäre es eigentlich eher, du hast dann einfach einen CW-NPC, also für das zum Beispiel, oder es gibt dann auch einen Red Meteor-NPC, einen Meteor-NPC etc., wo du häufige Drops von den Dungeons oder von den Bossen eintauschen kannst, oder vielleicht sogar von normalen Monstern, Quest-Items zum Beispiel, tonnenweise Quest-Items oder so. Und die kannst du dann eintauschen, zum Beispiel gegen eine Lucky Box, und da können dann Power-Ups und Products drin sein oder so. Irgendwie so. Also das würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben, weil dann wärst du nämlich nicht abhängig von der Inflation auf jedem einzelnen Server. Und das schreit quasi danach, dass es langfristig nicht gut funktionieren würde, wenn du den Spielern einfach nur Penya geben würdest. Weil Penya ist halt irgendwie nutzlos in gewissen Situationen. Oder es gibt Server, auf denen ist Penya literally nutzlos. La Wolf zum Beispiel. Da kosten 1000 F-Coin über 500 Millionen Penya. Da will keiner, oder da wollen die Leute schon Penya, aber es bringt einem einfach nichts, weil du brauchst tonnenweise davon. Und das könnte ja bei uns irgendwann auch so sein. Und da müsstest du das halt ständig anpassen, die ganze Zeit, an die aktuelle Wirtschaftslage oder so. Und das wäre einfach zu aufwendig. Zu fehleranfällig. Da ist es besser, man gibt den Leuten einfach irgendwelche seelengebundenen Premium-Gegenstände für ihre Drops in einem guten Verhältnis, wo man dann immer was damit anfangen kann. Ein Upcut-Stone ist immer ein Upcut-Stone. Ob er jetzt eine Mio wert ist oder 150 Mio ein Upcut-Stone, ist egal, es ist immer ein Upcut-Stone. Oder eine Scroll of A-Product ist immer eine Scroll of A-Product, egal ob sie 500 Mio wert ist oder 3 Milliarden.
Doesn't matter. Teilweise fragt man sich halt, das war schon immer bei Flight das Problem, auch bei Flight Universe, teilweise fragt man sich halt, das ist schon so oft gesagt, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Siehe letzte Serverwartung. Ich meine, schon klar, die arbeiten wahrscheinlich gerade am Second Anniversary höchstwahrscheinlich, weil das nächste große Ding ist, was ansteht in 2 Wochen. Oder halt Mitte Mai ist Second Anniversary. Schon klar, dass die daran wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit arbeiten und dann kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche krassen Events. Ein bisschen aufwendigere Events, viele Events zeitgleich oder whatever. Kann man aber nicht sicher wissen. Aber vermutlich ist es so. Aber alles, was wir als Spieler sehen, ist halt die letzte Serverwartung, letzten Donnerstag, da waren 2 Zeilen Bugfixes. Ich weiß gar nicht mehr, was drin stand. Was war das überhaupt? Kann mich literally nicht mehr dran erinnern, aber es waren 2 Kleinigkeiten. Die sie ja dann in Anführungszeichen in 2 Wochen gemacht haben. Also dafür, also in den letzten 2 Wochen haben sie quasi 2 Minisachen gemacht. Und das ist halt das, was bei den Spielern ankommt. Und was will man dann sagen? Will man dann sagen, ja, die machen wahrscheinlich was Cooles und dann kommt die nächste Erwartung und dann fixen sie 3 Kleinigkeiten, die eigentlich kaum jemanden wirklich gejuckt haben? I don't know. Ist halt schwierig. Also wie gesagt, meine Ideologie oder meine Idee wäre halt dann quasi, dass man probiert, jede Woche irgendwie, also nicht jede Woche, sondern alle 2 Wochen in dem Rhythmus halt, whatever, dass man halt, keine Ahnung, auch ein gewisses Minimum immer hat, was man vorzeigen kann. Und das würde halt auch so gut funktionieren. Ich sag nur, und das ist jetzt, wie gesagt, das ist echt lächerlich, aber es ist trotzdem so, da würde halt so eine Liste helfen, weil auf der Liste, du könntest ja einkategorisieren, wie gesagt, wichtig, wichtig, unwichtig, whatever. Aber du könntest auch einen geschätzten Zeitaufwand ermitteln. Also wer auch immer das testet, sozusagen, oder ein Dev müsste sich halt dann darum kümmern, die Übergabe, also erstmal reproduzieren halt, und dann aber auch direkt eine erste Einschätzung treffen. Ich meine, wie so ein Kostenvoranschlag im Endeffekt von einem Handwerker. Ja, das wird wahrscheinlich so und so lange dauern. Ich werde so und so viel Zeit dafür brauchen, circa. Das sind so und so viel Zeilen Code, die ich dafür schreiben muss, whatever. Das kann man ja eigentlich, vermute ich das zumindest, als Profi ungefähr einschätzen. Zum Beispiel füge Food-Titel Fruit Punch hinzu. Das kostet mich 5 Minuten. Effektiv sagen wir mal vielleicht, keine Ahnung, sagen wir 1 Stunde mit auch irgendwie alles testen, alles überprüfen, dass es auch überall richtig angezeigt wird und pipapo. Aber ja, du musst halt irgendwie so ungefähr sagen können, wie lange das dauern würde. Und was ich dann machen würde, also was ich dann sagen würde, wenn die am Montag vor der Serverwartung sagen, bis jetzt haben wir 2 Sachen für die Serverwartung, dann würde ich halt sagen, ja, das kann nicht sein, 2 Sachen ist zu wenig. Dann schnappt euch was von der Liste Sachen, die unter 1 Stunde dauern. Jeder schnappt sich eine Kleinigkeit, macht die, dann haben wir zumindest irgendwas, was wir reinschreiben können und haben damit wenigstens ein paar Leute happy gemacht, so ungefähr. Weil dann würde ich halt sagen, ja, 2 Sachen ist einfach zu wenig, damit machen wir uns lächerlich. Also ist das halt entweder du sagst, eine wirklich große Sache oder mindestens 5 kleine Sachen in jeder Serverwartung. Irgendwie so. Und da muss halt das größere Projekt, an dem dann wahrscheinlich die ganze Zeit gearbeitet wird, mal einen Tag ruhen. An dem einen Tag machst du halt diese Kleinigkeiten, damit du dich bei der Serverwartung halt nicht komplett blamierst und die Spieler sich nicht komplett verarscht fühlen. Irgendwie so. Wie gesagt, leichter gesagt als getan, schon klar. Aber da es ja wirklich solche Kleinigkeiten gibt, wo man einfach nicht nachvollziehen kann, warum das so lange dauert, bis die mal gefixt werden, gehe ich mal davon aus, dass die einen Berg von Bugfixes, Suggestions und was auch immer haben. Also ich kann mir vorstellen, die haben mindestens 5000 Sachen. Wenn so eine Liste existiert, von der ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe, wenn so eine Liste wirklich existiert, und die muss ja eigentlich existieren, in irgendeiner Form, also ich kann mir vorstellen, dass da mindestens 5000 Sachen drinstehen, mittlerweile nach fast 2 Jahren. Und wie gesagt, Sachen vom Release, die Leute sich bei Release schon drüber beschwert haben, sind immer noch nicht gefixt. Wie gesagt, etwas lächerliches Beispiel, aber trotzdem ein Beispiel dafür ist der fehlende Fruit Punch-Titel. Und das heißt, wenn solche Sachen immer noch nicht gefixt sind und tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat neue Sachen hinzukommen und aber definitiv mehr Sachen hinzukommen, als gefixt werden, dann muss es ja eine uferlose Liste geben mit tonnenweise Sachen, wo du dir wirklich jede Woche easy Sachen rausziehen kannst, wo du einfach sagst, wir schaffen nicht alles, aber wir probieren einfach unser Bestes. Und wie gesagt, wenn man es dann auch noch mit dem Datum irgendwie probiert, dass man halt sagt, Sachen, die schon ewig in der Liste drin stehen, die müssen irgendwann einfach mal angegangen werden. Nach dem Motto, besser spät, aber wenigstens irgendwann, besser spät als nie und so weiter. Also irgendwie so. Also ich habe ja das Gefühl, die haben einfach kein richtiges, also ich habe das Gefühl, die haben einfach kein
gutes Projektmanagement bei Gala. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Ich esse Zitronen. Roh. Na und? Mit Schale. Oh, tut mir leid, du kannst reingehen. That's a good one. So leicht hochfrequentmäßig. Du meinst die böse Hexe? Ja, kann ich. Also so. Kann ich, ja. Woman? Woman? Hello? Woman? Put on some goddamn clothes, woman. This is a family show. Du meinst